Herzlich willkommen, ich bin Daniel und heute möchte ich mit dir über Vanlife sprechen. Ich habe ja 2015 Deutschland verlassen und bin dann für 2 Jahre lang nach Kanada gereist. In Kanada habe ich das Working Holiday Visum gehabt und das Young Professionals Visum, deswegen 2 Jahre. Ich werde oft gefragt, wie ich das gemacht habe, weil man ja das Working Holiday Visum nur einmal haben kann. Ja, aber man kann beim International Experience Programm an den verschiedenen Kategorien nochmal teilnehmen. Also du kannst auch beim Young Professional nochmal teilnehmen. Falls du keine Ahnung hast, wie du ein Visum für Kanada bekommst, weil ja die Visen für jedes Jahr limitiert sind für Deutschland, da haben wir hier eine Videoserie, die du dir angucken kannst. Da gibt es auch einen Blogartikel, schau da einfach mal rein, klick dich durch, Schritt-für-Schritt-Anleitung und dann findest du heraus, wie du dein Visum beantragen kannst. In den 2 Jahren in Kanada haben Christina und ich fast 1,5 Jahre in einem Auto, also in einem Van, gelebt. Und wir haben in der Zeit sehr viel Erfahrung sammeln können, wie es ist, Vanlife zu haben, was Vanlife jetzt wirklich bedeutet, vor allem für uns. Denn Vanlife ist nämlich auch so eine Sache, deswegen möchte ich das gar nicht so verallgemeinern in diesem Video. Ähnlich wie Work and Travel ist Vanlife auch ein Lifestyle, etwas, was mit dir, also wie du das lebst und welche Anforderungen oder welche Vorstellungen du in deinem Kopf hast, so wird sich dann auch dein Vanlife gestalten. Und ich sage auch hier in dem Video gar nicht, dass Vanlife für jeden ist. Also Vanlife ist ein Lebensmotto und ein Lebensstil, der nicht auf jeden zutrifft. Aber wo ich dich vielleicht ermutigen möchte, inspirieren möchte, ist, dass du für dich das mal ausprobierst. Weil ich bin der festen Überzeugung, und das hat nicht nur was jetzt mit Vanlife zu tun, sondern das ist generell mit Erfahrungen im Leben. Man kann erst im Nachhinein sagen, ob man mit irgendetwas wirklich klarkam, ob das etwas für einen ist oder nicht, wenn man wirklich diese Erfahrung gemacht hat. Und so würde ich das auch beim Vanlife sehen, weil ich bin auch der Meinung, selbst wenn du negative Erfahrungen machst, die werden nachher positiv für dein Leben sein. Also Schwierigkeiten, denen du dich stellst, wenn du aus deiner eigenen Komfortzone rausgehst und dich diesen Schwierigkeiten stellst, dann kannst du daraus etwas gewinnen, langfristig für dein Leben, womit du dann mit zukünftigen Problemen besser umgehen kannst. Und da möchte ich jetzt in dem Video ansetzen, denn Vanlife ist für uns etwas gewesen, was zu einer Zeit kam, wo ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig sich in unserem Leben verändert hatten. Es ist ja so, dass ich nach Kanada bin und da war ich nicht mit Christina zusammen. Ich habe Christina erst kennengelernt auf Vancouver Island in Victoria, eine Stadt, eine wunderschöne Stadt auf Vancouver Island. Das ist eine Insel vor Vancouver. Und wir haben uns damals entschieden, dass wir gemeinsam auf einen Roadtrip durch die Insel gehen möchten. Um uns aber das Geld natürlich zu sparen, um nicht jeden Tag in einen Hostel oder in eine Unterkunft reinzugehen, haben wir uns entschieden, einen Mietwagen zu nehmen. Wir haben einfach die Vordersitze umgeklappt und haben dann darauf geschlafen. Und diese erste Woche war also die erste Vanlife-Experience, die ich in meinem Leben hatte. Und davor konnte ich mir das Ganze noch überhaupt nicht vorstellen. Und ich bin auch nach Kanada gekommen mit 7.000 € auf dem Konto und ich wusste nicht, was ich wirklich als erstes machen sollte. Ich war mir nicht sicher, ob ich gleich reisen gehe oder ob ich sofort arbeiten gehe. Und als ich mich dann entschieden habe, wegen Sommer, dass ich erstmal reisen gehen werde, war das mit die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Vanlife kam deswegen auch zu einer Zeit, weil ich habe in Deutschland meinen Job aufgegeben und habe mich für Work and Travel entschieden, nachdem ich bereits 10 Jahre lang in Deutschland in einem Job gearbeitet hatte. Und ich habe mich einfach gesagt, hey, ich mache das Ganze, weil ich mich persönlich weiterentwickeln möchte. Also wenn ich jetzt an Vanlife zurückdenke, an die 1,5 Jahre in Kanada, dann kann ich dir natürlich gleich die Events nennen, die ich niemals vergessen werde. Das sind unsere Roadtrips, die wir gemacht haben, wo wir in die USA gefahren sind, als wir durch den Grand Canyon gefahren sind, als wir im Yellowstone National Park waren oder Las Vegas. Wir schlafen konnten, wo immer wir wollten. Das war so ein richtiges Freiheitsgefühl. Aber Vanlife ist auch etwas auf einer spirituellen Ebene, würde ich sagen. Und zwar hat uns Vanlife gelehrt, mit dem wenigen Platz, den wir zur Verfügung hatten und weil wir als Couple, also als Pärchen in dem Van gelebt haben, wir mussten lernen, miteinander klarzukommen. An der Stelle möchte ich vielleicht gleich diesen Tipp geben. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du mit deinem Partner richtig gut klarkommst, dann ist das Beste, was ihr machen könnt, schließt euch in einen Van ein für 2-3 Wochen, macht gemeinsam einen Urlaub, eine Reise, fahrt irgendwo hin. Das muss ja nicht mal in Kanada sein. Ihr könnt in ein Auto einsteigen und fahrt in Europa rum. Und ihr werdet in diesen 3 Wochen mehr über euch als Beziehungen kennenlernen und auch feststellen, ob ihr füreinander gemacht seid oder ob ihr, ich sag's mal so, weil Komplikationen gibt's immer, aber wie ihr vom Mindset her eingestellt seid,
ob ihr euch aufeinander einlassen könnt. Und zwar, jetzt rede ich nicht nur von, es ist ja logisch, in einem Van zu leben, ist ja der Platz begrenzt. Ne? Das heißt, du musst dir sowieso schon, ähnlich wie beim Backpacking, überlegen, wenn du Vanlife machst, was nimmst du überhaupt in dein Auto mit. Du kannst nämlich nicht unbegrenzt alles in dein Auto reinstopfen. Eine Sache, die ich aber gleich schon sagen kann, egal wie viel Platz du hast, du wirst den Platz vollstopfen. Das ist schon mal normal. Je größer du dein Auto kaufst, auch diesen Platz wirst du voll machen mit irgendwelchen Sachen. Trotzdem, wenn du im Van lebst, lernst du zu schätzen, dass zum Beispiel materielle Sachen, gerade in unserer heutigen materialistischen Welt, dass die nicht so wichtig sind. Dass die für die Momente, die du erlebst, wenn du auf Reisen bist, zum Beispiel wie Christina und ich das eben waren, dass die nicht so im Vordergrund stehen. Als ich in Kanada war und meinen ersten Van gekauft habe, dann war der auch gleichzeitig ein Lehrer für mich. Also nicht alles ging rund. Und ich möchte hier auch gar nicht diese falsche Erkenntnis geben über Vanlife, dass Vanlife immer alles super toll ist. Nein, Vanlife bringt dich in Situationen, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, du musst aus deiner Komfortzone rausgehen. Und du musst dich mit Problemen auseinandersetzen, die dir in dem Moment einfach völlig auf den Geist gehen. Hey everybody outside. Today we are on a radiator change. Ich möchte erzählen, mein erstes Auto, wo ich mich darauf eingelassen habe, hat jede Menge Probleme gehabt. Wir hatten wirklich ein Problem nach dem anderen. Alle 2 Wochen ist das Auto irgendwie liegen geblieben und ich musste mich mit irgendwelchen Sachen rumkämpfen, von denen ich vorher keine Ahnung hatte. Also ich bin kein Kfz-Mechaniker aus Deutschland, der dann nach Kanada kam und wusste, ich weiß, was ich mache. Nein, ich habe nicht mal gewusst, was es alles im Motorraum gibt. Ich hatte nicht gewusst, wo die Lichtmaschine sich befindet. Ich kannte gar nichts. Ich hatte da noch nie meine Hände dran. Aber in Kanada habe ich zum Beispiel mir gesagt, ich nehme jetzt die Zeit, ich lerne die Sachen. Wenn ich etwas selber reparieren kann, dann suche ich das. Dann nehme ich mir YouTube-Videos vor und schaue mir Blogs an, die mir helfen und die mir das erklären. Und wir leben heute in einer Zeit, wirklich in einer sehr, sehr guten Zeit. Du kommst an alle Informationen ran. Du hast Wi-Fi überall, also kostenloses Internet in Amerika sowieso fast überall. Das heißt, ich habe auch immer irgendwie nachgucken können, wenn ich ein Problem hatte. Ich will dieses Video gar nicht zu sehr aufblasen, weil viele vielleicht sagen, boah, mit Mechanik kann ich gar nichts am Hut haben. Aber ich möchte ein Beispiel geben, warum auch sowas interessant ist für dein restliches Leben. Ich wurde jetzt oft gefragt von meinen Freunden, ob ich dann danach zurückkehre und jetzt als Kfz-Mechaniker arbeiten werde, weil ich so viel am Auto gearbeitet habe. Und die Antwort ist ganz klar, nein. Ich werde kein Kfz-Mechaniker. Ich habe viel gelernt. Ich habe auch Sachen gelernt, wo ich ganz genau weiß, das werde ich in Zukunft nicht nochmal selber machen. Also zum Beispiel habe ich die Zylinderkopfdichtung gewechselt beim Auto und ich weiß, was für ein Aufwand das ist und ohne richtige Werkstatt, mich hat das Ganze ewig gekostet. Trotzdem bin ich froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Denn die hat etwas geschult bei mir drin, was ich persönlich im Englischen als das Problem-Solving Thinking, das ist wie so ein Muskel. Und das ist etwas, wenn ich in Zukunft andere Probleme habe, die überhaupt nicht related, also in Abhängigkeit mit dem Auto sind, kann ich aber dann eben meine Herangehensweise benutzen, die ich jetzt gelernt habe. Ich weiß nicht, ob das Klick macht, aber ich denke mal, du bist clever genug, du weißt, glaube ich, schon, was ich meine. Also es ist so, dadurch, dass du dich diesen Problemen stellst, wirst du wachsen und du wirst stärker und du wirst vor allem mental auch stärker. Und ich bin der Meinung, das ist unser wichtigstes Werkzeug, was wir haben können für alle Probleme, die kommen können auf unserem Weg. Und genau da, und deswegen rede ich heute viel über diese psychologische Seite, genau da setzt Vanlife für mich ein. Vanlife ist ein Werkzeug, was deine Mentalität unglaublich nach oben befördert. Du wirst viel, viel offener,
weil du durch deine vielen Location-Wechsels natürlich auch mit vielen anderen Leuten in Kontakt kommst, die ebenfalls Vanlife machen. Du wirst auf vielen Campingplätzen unterwegs sein, wo andere Menschen sind, die sowas machen wie du. Manche vielleicht sogar schon Jahre Vorsprung haben, wo du am Anfang das gar nicht raffst. Was ist das für ein Mindset dahinter? Und man entwickelt sich langsam dann da hinein. Ich habe mir jetzt auch Gedanken gemacht, wie ich das Video jetzt alles aufbaue, weil ich möchte ehrlich sein, in diesem Video Vanlife, ich könnte jetzt wahrscheinlich 1 Stunde lang nur über Vanlife quatschen. Von der technischen Seite her, von den Sachen, die wir gebaut haben, weil wir hatten 3 Vans, das war der Dodge Grand Caravan, das war Betty und das war unser Brett. Und in allen 3 Vans habe ich mir jedes Mal mehr Aufgaben selber gegeben, das Ding selber umzubauen, zu konverten. Am Ende haben wir dann das Ding sogar immer wieder gewinnbringend verkauft, bis auf den ersten, der war wirklich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Aber wenn man das wieder gegenrechnet, zum Beispiel in der Zeit habe ich dann eben keine Unterkünfte zahlen müssen, dann ist es ungefähr auf ein Level wieder rausgekommen. Und wenn man sieht, dass das ein Lehrer für mich war, die Erfahrungen, die sind unbezahlbar. Ich möchte zeigen, dass Vanlife individuell ist, dass Vanlife auf dich zum Beispiel ganz anders zutreffen kann, wie das zum Beispiel auf mich zugetroffen hat oder wie das auf Christina zugetroffen hat. Und da möchte ich jetzt dann gleich auf die Stelle kommen, dass Vanlife nicht immer einfach ist. Zum Beispiel, wir haben ja in Kanada, dadurch, dass wir 1,5 Jahre im Auto gelebt haben, 2 Winter in Kanada verbracht. Es ist nicht so kalt, wie es aussah. Wir haben in Vancouver gelebt und Vancouver ist zum Beispiel im Winter, im ersten Jahr hatte ich überhaupt keinen Schnee gesehen. Im zweiten hatten wir Schnee, weil es da eine kältere Front gab. Aber ansonsten ist es vom Leben her okay. Es ist kalt, es ist anstrengend, es ist viel Regen. Aber man kann es machen, man kann sich noch eine Standheizung reinholen. Es gibt Möglichkeiten. Es hat geschneit mal wieder heute Nacht und wir kriegen die Fenster nicht mehr zu, die sind eingefroren. Wir müssen mit offenen Fenstern fahren. Und welches Datum haben wir? Den 01.01.2017. Und was machen wir heute? Nichts, in den Starbucks gehen und arbeiten, so wie gestern. Haben wir auch nichts gemacht. Damit ich das Video jetzt nicht komplett aufblase, wenn dich solche Sachen interessieren, weil ich jetzt über Vanlife rede und das jetzt unserer Community mal so ein bisschen rüberbringen, dir näher bringen, würde ich dich jetzt einfach mal fragen, auch welche Sachen von Vanlife interessieren dich? Stell mir mal alle deine Fragen rein, weil ich habe mir überlegt, ich werde zu Vanlife eine ganze Serie machen. Ich werde da einfach mal die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, zeigen. Ich möchte auch zeigen, was wir am Auto immer so gemacht haben, wie wir gelebt haben, welche Sachen hilfreich waren, welche nicht hilfreich waren, wie wir unser Auto umgebaut haben. Nach 3 Vans haben wir mittlerweile auch Erfahrungen, welche Sachen funktionieren und welche nicht funktionieren. Auch da möchte ich eine Serie machen und stell mir Fragen, wenn du zum Beispiel vorhast, auch Vanlife zu machen, was dich denn am meisten interessiert, welche Fragen du gerne geklärt haben möchtest, bevor du in ein Van ziehst. Und ich möchte das Video vielleicht so abschließen und dich ermutigen, stell dich dir selbst, stell dich deiner eigenen Angst, mache Sachen, die nicht jeder macht und lerne dadurch dich selbst besser kennen. Und da möchte ich vielleicht ein Zitat aus dem Englischen wiederholen, was an der Stelle wirklich sehr gut passt. To get something you never had, you have to do something you never did. Wenn dich unsere Geschichte mehr interessiert, dann möchte ich dich hier an der Stelle einfach an unser Video, warum Kanada mein Leben verändert hat, weiterleiten, falls du das noch nicht gesehen hast. Da beschreibe ich unsere Geschichte und da kannst du ein bisschen besser verfolgen, auch wie ich Christina kennengelernt habe. Und dann sage ich jetzt einfach mal, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir noch einen Daumen hoch. Gib mir einen Kommentar, schreib mir rein, was du über Vanlife denkst, was du vor allem über Persönlichkeitsentwicklung hältst, was du davon findest, ob das was Wichtiges ist im Leben oder ob du das nicht so wichtig findest. Abonnier uns, hau die Glocke und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut, ich bin Daniel, tschüssi.